ChatGPT hat ein neues Feature, das Google Konkurrenz macht. Viele würden sagen, es macht Google obsolet. Und Google selbst hat uns bewiesen, dass sie genau daran arbeiten. Letzte Woche erst. Und ich habe die besten 3 Tools unseres neuen Internets mal für euch getestet. Was wird unser neues Internet beherrschen? Und ist das überhaupt eine gute Entwicklung, die wir wollen? Und damit herzlich willkommen im Cyberspace. Erst letzte Woche hat Google eine Konferenz abgehalten für Website-Betreiber, deren Websites geshadowbanned wurden. Sprich, sie erscheinen einfach nicht mehr in der Google-Suche. Sie stehen dann vielleicht auf Seite 3 oder 4, was ein Tod für einen Webseitenbetreiber ist. Wenn man da steht, da findet dich niemand mehr. Der Vorwurf war, eigentlich kommen in der Google-Suche nur noch wirklich große Dienstleister. Reddit, Wikipedia und die übrigen Bekannten. Unabhängige Betreiber haben es schwer. Und als dann besprochen wurde, dass man bitte Ergebnisse diversifizieren soll, wurde das nach mehrfachen Widerworten, so schreibt es der Betreiber oder der Schreiber des Blogs, ganz unten, ganz klein auf die Tafel geschrieben. Er hat davon gesprochen, dass es eigentlich wie eine Beerdigung war für kleine Website-Betreiber. Und genau so fühlt sich in letzter Zeit das Internet an. Kleine Website-Betreiber werden beerdigt. Und fairerweise, die Google-Suche ist schlecht. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen und ich habe ein eigenes Video dazu erstellt. Der Algorithmus funktioniert nicht gut, es gibt einen Haufen Funktionen oder Tricks, wie man ihn ausnutzen kann. Und deswegen werden die Suchergebnisse bei Google einfach immer schlechter. Also, was ist Googles Lösung dazu? KI! Ja, ich weiß, das kommt jetzt nicht sonderlich überraschend, aber tatsächlich ist da einiges passiert. Im Grunde genommen geht es um AI-Crawler. Das heißt, Crawler oder Bots, die eine Seite durchsuchen und anschließend einfach deren Inhalt zusammenfassen und euch geben. Das kennt ihr vielleicht teilweise schon durch diese Fragen, die man bei Google stellen kann. Und Google hat jetzt Website-Betreiber vor eine ziemlich unschöne Wahl gestellt. Entweder sie öffnen sich für KI-Crawler, das heißt KI-Bots, die durch die Webseite durchgehen und alles mit dem Inhalt machen dürfen, sowas wie im Training benutzen, für Zusammenfassung benutzen und so weiter und so fort. Man darf alles damit machen. Oder, zweite Option, du fliegst aus der Google-Suche raus. So, also, was ist eure Wahl? Im Grunde ist die Wahl zwischen du wirst sofort obsolet gemacht und deine Website ist sofort weg, weil wenn du nicht mehr in den Suchergebnissen bist, bist du pleite. Oder die zweite Option, naja, du bist zwar in den Suchergebnissen, aber wir benutzen einfach deine Inhalte, um unsere KI stärker zu machen und dann fliegst du halt raus, sobald dann alle mal umgestiegen sind. Im Grunde ist es also eigentlich ein langsamer oder ein schneller Tod. Aber warum wollen die das überhaupt? Warum benutzen die eigentlich Website-Inhalte, um uns Zusammenfassungen zu erstellen? Nun, es stellt sich raus, KI-Systeme bullshitten. Und zwar sehr häufig. Man nennt das auch Halluzinationen. Da gab es einige tolle Fälle. Ich habe euch mal einen der schönsten rausgesucht. Und zwar ein Rechtsanwalt, der ChatGPT benutzt hat, um seinen Fall zu bearbeiten. ChatGPT hat dann nicht einfach gesagt, ich kenne mich da nicht aus, wenn es Dinge nicht wusste, sondern hat einfach wirklich Fälle erfunden und die dann als Referenzfälle angegeben. Stellt sich raus, wenn man Fälle erfindet, die gar nicht existieren, ist das für das Rechtssystem problematisch. Wow. Aber das ist natürlich nicht der einzige Fall. Ich habe das einfach selber mal getestet und das funktioniert auch heutzutage noch wunderbar. Ich habe das O1-Modell benutzt, das keinen Internetzugang hat, sprich, das Quellen nicht verifizieren kann. Und naja, da ist das hier passiert. Das hier habe ich am Montag benutzt und gefragt. Eine Zusammenfassung der US-Wahl 2024. Fun Fact, Montag ist der 4. November gewesen, also ein Tag vor der Wahl. Und am 5. November fand die Präsidentschaftswahl nicht statt und die Senatorin Emma Thompson aus Kalifornien und der Gouverneur Michael Anderson aus Texas waren definitiv nicht die Kandidaten. Ihr seht also, man kann das auch heutzutage noch wunderbar machen und fairerweise habe ich die KI hier ein bisschen überzeugt, mir falsche Informationen zu geben. Ich habe einfach mal gefragt, hey, kannst du mir bitte so tun, als wäre die Wahl schon gewesen? Und genau das möchte man bekämpfen. Man möchte im Endeffekt Falschinformationen durch KI-Systeme bekämpfen, denn die können benutzt werden, um Leute wirklich schlecht zu informieren. Und die Informatiker unter euch kennen das wahrscheinlich sehr gut, dass Sachen empfohlen werden, vielleicht Bibliotheken oder sonst irgendwas, die gar nicht existieren. Das passiert mir quasi am Laufmeter. So, also was machen wir stattdessen? Nun,
Wir benutzen einfach das Internet, also externe Quellen, so wie ein Journalist im Endeffekt recherchieren würde. Man nimmt sich externe Quellen und zitiert die dann. Und genauso funktionieren diese 4 Tools. Und 3 davon habe ich für euch getestet. Und ihr dürft ganz kurz raten, welches ich nicht getestet habe. Wir haben einmal Gemini, wir haben Perplexity, wir haben SearchGPT, also die Funktion von ChatGPT zum Suchen. Und wir haben Bing. Und Bing habe ich nicht getestet. Die funktionieren im Grunde genommen so, relativ simpel gesprochen. Sie nutzen eine Suche aus dem Internet, also eine ganz normale, klassische Suchmaschine, wie bei Google, wie bei anderen Suchmaschinen auch, verarbeiten dann diese Websites zu einem Textbrei und geben euch dann eine Antwort auf eure Frage. Denn in den Website-Suchergebnissen steht ja im besten Fall alles drin, was ihr wissen wollt. Und übrigens, ChatGPT meint das mit der Google-Suche so ernst mit der Konkurrenz, dass sie eine eigene Erweiterung rausgebracht haben, dass ihr auch wirklich SearchGPT als Standard-Suchmaschine eures Browsers verwenden könnt. Dann wird eben nicht mehr mit Google oder mit Startpage oder was auch immer benutzt zum Suchen, sondern es wird wirklich ChatGPT als allererstes benutzt. Und genauso macht das auch Perplexity. Ihr könnt beide als Standard-Suchmaschine einbauen in eurem Browser. Bleibt nur noch die Frage, wann und wie teuer. Und auch die lässt sich recht schnell beantworten, nämlich jetzt schon, sobald ihr bei ChatGPT zahlt. Wenn ihr nicht bezahlt, dann in den nächsten Monaten. Das kennen wir ja mittlerweile von OpenAI. Und Perplexity lässt sich kostenlos benutzen, kann man aber auch bezahlen. Also ich würde es euch erstmal empfehlen, kostenlos zu benutzen. Dort gibt es auch, ich glaube, 3 Anfragen pro Tag gratis bei Perplexity, die dann auch Pro sind. Und Perplexity Pro kostet $20 pro Monat. Okay, kurze Entspannungspause, durchatmen und ein beruhigendes Getränk trinken. Das bewirkt zumindest bei mir echte Wunder und einigen von euch scheint es genauso zu gehen, denn nach meinem letzten Video mit Holy haben mir wieder einige von euch geschrieben, dass sie es richtig feiern und das freut mich riesig. Und Holy natürlich auch, weswegen sie auch heute das Video supporten. Holys Iced Teas sind nach wie vor meine absoluten Favorites. Zuckerfrei, was zu meiner Ernährung gut passt und deshalb natürlich auch fast keine Kalorien. Und trotzdem schmecken sie richtig nach Eistee wegen der echten Teebasis. Diesmal haben sie mir einen Adventskalender zukommen lassen. Ja, jetzt schon, ich war auch ein bisschen verwirrt, aber der war so unfassbar beliebt, dass er schon ausverkauft ist. Aber zum Glück gibt es noch die Probierpakete. Ich empfehle das Holy Hydration Starter Kit, denn da ist mein absoluter Favorit drin. Derzeit ist das Sour Cherry, aber ich lasse mich natürlich gerne vom nächsten überzeugen. Danke an Matze, Freddy und Philipp von Holy, die uns einfach wie Könige behandeln und nochmal den Code Morpheus10 aktiviert haben, mit dem ihr auch als Bestandskunden 10% Rabatt bekommt. Und falls ihr sogar Neukunde seid mit Morpheus 5, spart ihr nochmal 5 € on top. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Für mich ist das immer eine sehr, sehr geile Erfrischung am Abend, vor allem ohne Kalorien und Zucker. Aber lasst uns kurz drüber reden, wie diese Suchmaschinen funktionieren. Die müssen, wie gesagt, ja eine Suchmaschine im Hintergrund laufen haben. Und das ist im Fall von ChatGPT wirklich einfach Bing. Immer noch. Bing läuft also im Hintergrund durch und sammelt Suchergebnisse und die werden dann von ChatGPT verarbeitet. Allerdings mittlerweile optimiert, das heißt deutlich, deutlich schneller. ChatGPT war im Test wirklich die schnellste Suchmaschine von allen. Und ja, es fasst nur genau das zusammen, was super relevant für euch ist. Trotzdem muss man dabei natürlich beachten, grundsätzlich werden Informationen wie eure IP-Adresse auch mit anderen Providern und auch mit anderen Partnern geteilt. Zu den Partnern komme ich gleich noch. Perplexity hingegen hat eine eigene Suchmaschine. Ich habe sehr, sehr lange recherchiert, um mal zu gucken, was genau da im Hintergrund verwendet wird. Sie geben keine ganz genauen Informationen. Es ist aber eine sehr, sehr spannende Kombination. Und zwar, sie haben eine Suchmaschine, das heißt für Informationen, die neu sind, die sie noch nicht kennen, haben sie wirklich eine Suchmaschine, die dann wie bei Bing oder sowas die Informationen bekommt. Früher haben sie Bing benutzt, mittlerweile nicht mehr, haben was eigenes gebaut. Und dann gibt es aber noch den Knowledge Hub. Das heißt, Perplexity hat eine Art Informationszentrum zusammengebaut, woraus sie immer mal wieder auch die Informationen, die ihr dann bekommt, auch rausziehen können von Suchen von anderen Nutzern. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schlaue Möglichkeit, aber braucht natürlich auch wahnsinnig viel Speicherplatz.
Trotzdem, wenn ihr Pro habt, könnt ihr auch wählen, welche Art von Sprachmodell ihr zum Zusammenfassen benutzt. Bei ChatGPT ist es offensichtlich immer ChatGPT 4o, das alles zusammenfasst, während bei Perplexity habt ihr die Wahl zwischen Claude 3.5 Sonnet, Sonar in groß, GPT-4o, Claude 3 Opus, Sonar Huge oder Grok 2, das ist das von Elon. Das heißt, ihr könnt da wählen, welches Modell euch die Ergebnisse zusammenfasst. Trotzdem basieren die Antworten immer auf den Ergebnissen, die ihr per Suche gefunden habt. Und naja, die anderen beiden dürften klar sein. Bing benutzt natürlich die Bing-Suche, da. Und Gemini benutzt natürlich die Google-Suche, auch da. Wenn ich dann aber hergehe und zum Beispiel eine Zusammenfassung über den aktuellen Stand der US-Wahl am 5. November, also quasi, als ich es eingegeben habe, war es morgen, nachfrage, dann kommt eine Art Suche. Und es sind wirklich, wirklich viele Suchergebnisse oder Quellen, die da verwendet werden, aber es werden nicht alle Ergebnisse auch wirklich benutzt. Ihr könnt das hier an der Seite sehen. Ihr habt hier 4 Quellen, die wirklich benutzt wurden. Also aus denen wurde quasi meine Antwort generiert und die wurden hier auch zitiert. Das ist einmal hier Bild, Merkur, Welt und Welt. Und auf der anderen Seite diese anderen Ergebnisse hier, also Euronews, Antenne Bayern, NTV, Business Insider und SWP und ich scroll gleich noch durch, es sind ein paar mehr, die wurden nicht benutzt. Das heißt, die wurden halt auch nicht zitiert, wurden aber trotzdem in den Suchergebnissen gefunden. Und hier nochmal, um zu verdeutlichen, wie viele Suchergebnisse das sind schon einige, aber es wurden halt nur ein paar wenige verwendet. Und trotzdem, es wird natürlich dann immer zitiert. Das heißt, wenn ihr auf eins von diesen Quellenangaben draufklickt, dann bekommt ihr auch immer die Originalquelle offen. So. Und wenn ich dann im Grunde nochmal neu nachfrage, und das ist besonders, das ist bei den anderen Suchmaschinen ein bisschen anders, wenn ich nochmal neu nachfrage, dann wird wieder eine neue Online-Suche ausgeführt und ich kann wieder sehen, welche Quellen hier zum Zitieren verwendet wurden. Und es wird auch teilweise neu gesucht, falls eben meine Anfrage sich auf etwas anderes bezieht, sodass ich wirklich auch neue Quellen dann bekomme, die neue Informationen beinhalten, immer genau auf dem, was daraus kommt. Übrigens, ich hatte gerade bei ChatGPT öfters mal das Problem, dass exakt dieselbe Antwort generiert wurde, die schon davor generiert wurde. Klickt da einfach auf nochmal neu generieren, dann geht das auch weg. Trotzdem hier als kleiner Hinweis, weil das hat mich am Anfang ein bisschen genervt und das war nicht so gut. Also das wird wahrscheinlich noch gefixt werden. Ich war aber natürlich ein bisschen erstaunt darüber, dass hauptsächlich Bild und Welt zitiert wurde in meiner ersten Anfrage und ich habe dann mal ein bisschen genauer nachgelesen. Es stellt sich nämlich raus, dass Bild relativ häufig zitiert wird und relativ häufig als allererstes. Und tatsächlich hat ChatGPT mit dem Axel Springer Verlag eine Partnerschaft. Speziell eine Partnerschaft, dass sie relativ hoch ranken bei den Quellenangaben. Und das bedeutet im Grunde genommen, sie haben wahrscheinlich die Suche so ein bisschen angepasst, dass speziell Bild oder Welt immer sehr, sehr häufig als erstes kommen und dann, falls sie was Passendes dazu haben, aber nur dann wird auch tatsächlich von dort zitiert. Und übrigens noch ein Fun Fact: Eigentlich sollte man ja meinen, dass ich die Quellen danach auch alle verifizieren kann. Das ist zwar grundsätzlich schon so gedacht, funktioniert aber in der Praxis nicht immer. Und zwar habe ich hier mal ein Beispiel für euch mitgebracht, wo ich eine Quelle hatte von der Financial Times, wo etwas zitiert wurde, das hinter einer Paywall versteckt war. ChatGPT hat Kooperationen mit anderen Anbietern, also mit News-Websites-Anbietern, und hat deswegen teilweise Zugriff auf Nachrichten, die eigentlich in Bezahlartikeln drin sind, die ich dann aber natürlich auch nicht verifizieren kann, was das Ganze ein bisschen hinfällig macht mit den Quellen. Nun gut, aber ich kann tatsächlich auch hergehen und sowas wie Aktienkurse abfragen. Übrigens auch hier, ChatGPT ist, glaube ich, noch in der Beta. Man muss speziell nach Nvidia-Aktie fragen, um dieses Schaubild zu bekommen. Wenn ich allerdings, wie sieht's mit der Microsoft-Aktie, wenn ich das nachfrage, dann kommt da einfach nichts raus, also kein Schaubild. Ich bekomme die Antworten, aber ich bekomme kein Schaubild. Wenn ich nach Microsoft-Aktie frage, dann bekomme ich das Schaubild wieder. Also auch hier wird, glaube ich, noch ein bisschen getestet. Okay, dann habe ich natürlich auch einmal getestet, wie gut ist denn eigentlich die Suche? Und es stellt sich raus, ja, es ist nicht schlecht. Ich habe dann vor allem versucht rauszufinden, weil es mir auch YouTube-Videos offensichtlich geben kann. Die Informationen sind ziemlich akkurat, die ich bekomme, also auch die Richtigkeit. Ich habe nichts gefunden, was nicht gestimmt hat. Es gab immer eine Quelle, die verlinkt wurde und in den
allermeisten Fällen war sie auch anklickbar, außer hier tatsächlich mit TikTok und mit Mastodon, die konnte ich nicht anklicken, die Handles waren aber trotzdem richtig. Interessanterweise findet es manche Informationen schneller und andere nicht so schnell, weil es auch komischerweise ganz seltsame Quellen durchsucht. Also hier war es tatsächlich jetzt bei Quellen, die eigentlich nicht so direkt mit mir zu tun haben. Und wenn ich nachfrage, was das neueste TikTok-Video ist, das hat mich sehr fasziniert. Wie gesagt, der 4. November war der Tag, wo ich es aufgenommen habe. Dann kommt ein Video, das ich am 3. November wohl veröffentlicht habe. Und das stimmt definitiv nicht. Das hier ist theoretisch mein letztes Video. Hier muss man durchaus sagen, dass das also nicht ganz akkurat ist. Das letzte TikTok-Video war nicht nur vom Datum falsch, sondern auch vom Inhalt falsch. Die Informationen waren teilweise gut zitiert, teilweise nicht so gut zitiert. Als reines Suchergebnis-Sammelsuchium zum schnellen Recherchieren, sowas, was man als Journalist theoretisch machen würde, da funktioniert es erstaunlich gut. Aber auch hier bin ich mit der Sortierung der Quellen nicht so ganz happy gewesen, weil es dann doch eine Art Bias ist, wenn ich immer von derselben Quelle als erstes zitiere. Und genau das ist übrigens das, was die kleinen Blogbetreiber bei Googles Suchalgorithmus bemängelt haben. Nun gut, ich wollte aber noch ein bisschen mehr über diese Videozusammenfassung wissen, weil viele Quellen sind mittlerweile heutzutage Videos in Form von TikToks, in Form von aber auch YouTube und in Form von Instagram. Das ist tatsächlich einfach so. Viele Sachen passieren dort und werden dann von dort auch als Belege genutzt. Und wenn man da eine Recherchefunktion hätte, dann wäre das natürlich super spannend. Aber es stellt sich raus, obwohl es eigentlich Teile meiner Videos erkennt und erkannt hatte, wenn ich speziell nach einem Video frage und sage, ey, was steht in diesem Video drin, bekomme ich keine Antwort. Das funktioniert und ich habe das mal ein bisschen genauer für euch getestet. Es funktioniert sehr gut mit den Videos, die ich auch wirklich mit Transkript versehen habe. Das heißt, die Untertitel haben in Deutsch und in Englisch, die wiederum kann ChatGPT analysieren bzw. mir eine Zusammenfassung geben und das ist eigentlich schon sehr beeindruckend. Aber die ein automatisches Transkript haben, die funktionieren nicht. Und TikTok und Instagram geht gar nicht. Okay, ich wollte aber natürlich auch noch wissen, wie ist das Ganze eigentlich mit professionellen Papern, also wirklich wissenschaftlichen Publikationen. Kann ich da zum Beispiel auch wirklich Detailfragen stellen? Wie genau liest es mir das durch? Denn in meiner Vergangenheit war ChatGPT immer ein bisschen, wie sage ich das schön, lesefaul. Ja, wenn ich eine PDF hochgeladen habe, dann wurde häufig einfach nur die ersten paar Wörter gelesen, danach wurde eine Volltextsuche gemacht und dann wurden die Sätze oben drüber und unten drunter gelesen. So wie ein fauler Mensch mit einer PDF umgeht. Sicher nicht von mir. Naja, egal. Auf jeden Fall funktionierte das sehr gut. Ich habe nicht die PDF als Link reingegeben, sondern ich habe tatsächlich gesagt, ey, recherchiere mir bitte Paper, wo zum Beispiel GPTs, also KI-Systeme, in Videospielen verwendet wurden. Und dann habe ich ein paar wirklich sehr gezielte Detailfragen gestellt. Und es stellt sich raus, ja, die Antworten sind ziemlich genau. Das habe ich tatsächlich so davor noch nicht gesehen gehabt. Das ist bei Papern wirklich extrem beeindruckend für mich gewesen. Gut, aber kommen wir zu Perplexity. Perplexity ist ein eigener Anbieter. Wie gesagt, sie benutzen im Hintergrund KI-Modelle von Anbietern, die sie nicht selbst entwickelt haben und teilweise selbst entwickelt haben. Ihr könnt auswählen. Und sie benutzen eine eigene Suche mit einem eigenen Knowledge Hub. Das war Perplexity. Und mittlerweile ist Perplexity doch ganz schön bekannt geworden, vor allem unter Journalisten. Aber es hat Konkurrenz bekommen von den großen Platzhirschen, die ihre eigenen LLMs haben, nämlich SearchGPT und auf der anderen Seite natürlich auch Gemini. Und das fand ich sehr spannend. Bei Perplexity könnt ihr nämlich einstellen, was genau ihr sucht. Ihr könnt nach Videos suchen, nach dem Web suchen oder sogar nach Meinungen suchen, was ich sehr spannend fand. Und ja, ich habe jetzt einfach auch mal dieses Beispiel mit der US-Wahl am 5. November habe ich auch mal reingetan. Und ihr seht hier, wie lange eine Suche geht.
Aber was mich hier vor allem begeistert hat, ist, dass es teilweise auch sehr, sehr grafische Dinge gebracht hat. Es hat die Artikel, die es zitiert hat, von ZDF, von Spiegel und von FR, hat es mir sogar direkt visuell gezeigt als Quelle. Plus die Antwort natürlich dann auch visuell angezeigt. Und jedes Mal im Text natürlich zitiert. Wie gesagt, das setze ich eigentlich voraus, denn das macht ChatGPT ja auch so. Tatsächlich ist aber hier, also ich habe das GPT-4 Omni-Modell zum Einlesen genommen. Tatsächlich ist aber hier in meiner Erfahrung von den Quellen nicht ganz so viel verwendet worden wie bei ChatGPT. ChatGPT hat jedes Mal neu gesucht und hat jedes Mal neue Quellen verwendet, während Perplexity hat häufiger mal dieselbe Quelle nochmal verwendet, beziehungsweise gar keine neue Quelle mehr genommen. Ihr seht es hier, da ist nicht viel passiert. Beim Researching, es stehen keine Quellen oben drüber und ja, es werden auch hier keine Quellen zitiert. Also, ich muss mich darauf verlassen, dass das, was in meiner ersten Anfrage in den Quellen enthalten ist, ich auch in meinen späteren Quellen drin habe. Ich kann noch mal speziell nachfragen, dass es dann bitte neu alles sagt, aber, und es findet mir manchmal auch Videos, aber grundsätzlich die Neusuche, die funktioniert bei ChatGPT durchaus besser als bei Perplexity, zumindest in meiner Erfahrung. Was allerdings neu ist, ich kann Videos suchen. Wie gesagt, auch Academic kann ich suchen und Social, wo dann eben Meinungen gefragt sind. Aber Videos fand ich dann doch spannend. Wie funktioniert hier die Videosuche? Wie gesagt, kurze Erinnerung, bei ChatGPT wird einfach ein Videotranskript genommen und das wird analysiert. Und hier hat es mir irgendwelche sehr wilden Videos von einem Morpheus gegeben. Morpheus, the God of Dreams auch, was ich irgendwie interessant fand. Und da bin ich theoretisch auch schon wieder. Ich habe mich sogar eingeblendet. Aber ja, es hat trotzdem auch sehr, sehr detaillierte Informationen über mich gefunden, über meine Academy gefunden, die ihr übrigens gerne ausprobieren könnt. Es hat wirklich, wirklich sehr, sehr viele Infos gefunden, die ich an sich nicht erwartet hätte, die ich auch nicht in irgendwelchen Beschreibungen habe, sondern die ich wirklich in diesen Videos drin habe. Und es hat tatsächlich auch genau die 3 richtigen Videos hier gefunden, also, oder die 4 richtigen Videos gefunden, nämlich da, wo ich die Academy vorgestellt habe, Academy 2.0, wo ich die App-Entwicklung vorgestellt habe und der Jahresrückblick. Allerdings, das muss ich hier nochmal sagen, Videos ohne Transkript kann es nicht verarbeiten. Das geht auch bei Perplexity nicht. Videos ohne Transkript, das werdet ihr gleich noch sehen, kann man theoretisch auch verarbeiten, aber ja, es funktioniert leider auch bei Perplexity nicht richtig. Und übrigens, das hier, das zweite, was ich eingegeben habe, war sogar ein Video mit Transkript und auch hier hat es leider nicht funktioniert. Bei Perplexity bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche Videos funktionieren und welche nicht. Ich vermute, wenn ihr den Zusammenhang erfragt, dann funktioniert es besser, aber ich habe nicht so wirklich genau rausgefunden, wann es funktioniert und wann nicht. Trotzdem, Perplexity kann tatsächlich auch sowas wie Graphen darstellen über Aktien. Ich kann da einstellen, will ich das vom letzten Tag haben, von den letzten 5 Tagen und so weiter. Das, was ihr auch bei der Google-Suche kennt. Das funktioniert bei Perplexity auch. Und es kann auch das Wetter, allerdings wird es hier ein bisschen weird. Denn wenn ich nach Wetter suche, dann schlägt es mir halt trotzdem die Ergebnisse auf Englisch vor. Also es antwortet mir standardmäßig eher auf Englisch. Damit hat ChatGPT nie ein Problem. Das kann auch Wetter und das hat mir immer auf Deutsch geantwortet. Und auch wenn ich das Neueste meiner TikTok-Videos versuche zu erfragen, wie gesagt, YouTube, kommen wir gleich dazu, haben wir ja gerade schon getestet, aber TikTok ist ein bisschen schwieriger, weil die keine so offene API haben, deswegen frage ich das immer. Auch hier wurde tatsächlich mein Handle auf TikTok korrekt gefunden, aber das Video nicht gefunden und auch nicht analysiert. Und das, ja, ist natürlich ein bisschen schade, denn das Video, was hier tatsächlich referenziert wird, hat überhaupt nichts mit meinem TikTok zu tun. Das ist nicht mal von meinem YouTube-Kanal. Da war ich bei jemandem zum Interviewen. Also im Grunde genommen auch nicht so richtig gut gesucht. Was wissenschaftliche Forschungspaper hingegen angeht, da war ich wieder einigermaßen zufrieden. Das sind die 5 neuesten. Und wenn ich dann nochmal nachfrage, hey, wie sieht es denn speziell mit Benchmarks aus? Im Grunde genommen das, was ich bei ChatGPT auch gemacht habe, dann sagt es mir, dass Llama oder GPT-4 nicht erwähnt werden. Sprich, Perplexity liest die Forschungsarbeiten auch nicht. Auch hier ChatGPT ganz klar vorne im Vergleich zu Perplexity. Also, im Grunde genommen hat für mich ChatGPT-Suche in den meisten Fällen schon gewonnen, auch wenn ich mit ein paar Sachen nicht ganz so glücklich war. Es bleibt aber tatsächlich noch ein dritter
Und dieser dritte ist Gemini. Gemini ist von keinem anderen als Google. Und Google hat eine großartige Suche gehabt, zumindest früher mal. Mittlerweile ist sie nicht mehr ganz so großartig. Anyways, Google hat aber vor allem noch etwas anderes. Google hat YouTube. Und YouTube gehört zu Google. Das heißt, YouTube kann theoretisch auch komplett in Gemini drin sein. Und naja, wir gucken uns mal meine erste Erfahrung mit Gemini an, okay? Und die ist erstmal, ups, das ist das teuerste der 3 Tools. Ihr habt eine kostenlose Variante, allerdings bekommt ihr in der kostenlosen 0-Euro-Variante nur Zugriff auf das Modell 1.5 Flash. Jetzt muss ich ganz kurz ausholen dazu. Es gibt 3 große oder 3 wichtige Modelle von Gemini. Es gibt einmal 1.5 Flash, das ist die neueste Version von Flash. Die ist aber wirklich klein. Ihr könnt euch das sehr, sehr schwach vorstellen. Sowas wie das Gratis-Modell von ChatGPT. Also wirklich noch ein bisschen schlechter. Und dann gibt es das 1.5 Pro Modell. Das ist ganz solide. Und es gibt das Version 1, aber dafür Advanced Modell. Und die sind sich nicht ganz einig. Also das 1.5 Pro Modell gilt als besser als das Advanced Modell, weil das Advanced Modell hat noch kein großes Update bekommen. So ungefähr könnt ihr es euch vorstellen. Aber, um darauf nochmal zurückzukommen, was ihr hier wissen müsst, ist, das Flash Modell, das ihr kostenlos bekommt bei Gemini, ist richtig schlecht. Das ist nicht gut. Und das kann wirklich nur das Nötigste. Während das Advanced-Modell, das sollte zumindest fast mit ChatGPT mithalten können, je nach Anwendungsfall. Grundsätzlich ist es gut, aber was genau da passiert, ist ein anderer Test. Wir wollten hier die Web-Fähigkeit testen und ihr müsst das Ganze immer noch im Google One-Abo kaufen. Das heißt, ihr müsst dazu diese 2 Terabyte Speicherplatz bei Google kaufen, auch wenn ihr sie nicht verwendet. Ihr müsst alles zusammen kaufen. Ihr müsst es aber auch mit eurem Workspace und so weiter verbinden und dann habt ihr es da auch zur Verfügung, was an sich nicht schlecht ist, I guess. Und trotzdem, Google Gemini funktioniert noch nicht, zumindest bei mir nicht, in der Google-Suche. Also in Deutschland zumindest geht das nicht. Es gibt auch kein Browser-Add-on, dass ihr ab sofort mit Gemini Suchergebnisse bekommt. Ihr sucht weiterhin mit Google-Suche. Und Gemini ist dort zumindest aktuell noch nirgends zu finden. Dazu aber am Ende noch was da in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Naja, habe ich mir gedacht, okay, das ist ein bisschen seltsam. Dann testen wir das Ganze doch mal. Und ja, es verweigert mal wieder die Antwort. Gemini ist so ein Kandidat, der sehr, sehr häufig die Antwort verweigert und sagt, hey, ich möchte dir keine falschen Informationen geben, also recherchiere ich nicht mal und gebe dir einfach gar keine Antwort. Das heißt, zur OS-Wahl kann ich nichts nachfragen. Gar nichts. Auch kann ich kann zwar nachfragen, wer The Morpheus ist und was seine Bootstrap Academy ist. Ich habe speziell hier nach Quellen gefragt, weil in der ersten Suche habe ich keine Quellen bekommen. Und dann sagt mir das Modell, dass der Kanal nicht öffentlich zugänglich ist, aber er wird in Videos und auf seiner Website erwähnt. Kurze Erinnerung nochmal, mein YouTube-Kanal, also dieser Kanal hier, der bei YouTube ist und YouTube gehört zu Google, genauso wie Gemini zu Google gehört, ist wohl nicht öffentlich auffindbar. Für Google. What? Naja. Außerdem, auch sehr, sehr geil, eine Sekunde, er legt Wert auf seine Privatsphäre und zeigt sein Gesicht nicht in seinen Videos, Informationen aus diversen Videos und Interviews. Quellenangabe, großartig, aber mein Gesicht. Was ist das? Sicherlich mein Gesicht, oder? Und auch wenn ich versuche, ein Schaubild zu erstellen, zu wem YouTube gehört. Also YouTube gehört mit Google und Gemini zusammen zu welcher Firma und in welcher Beziehung. Dann versucht Gemini irgendwas auszuführen und sagt dann, deine Anfrage konnte nicht bearbeitet werden. Und ja, so ging es weiter. Das ist übrigens nicht rausgepickt. Das waren meine ersten Anfragen völlig direkt nacheinander bei Gemini. Man kann aber bei Gemini leider auch nicht die alten Anfragen sehen, die man überschrieben hat, wenn sie nicht funktioniert haben. Die werden einfach weggelöscht. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Und es geht noch weiter. Über was geht sein neuestes Video? Dann versucht es mit YouTube Kontakt aufzunehmen und sagt mir, auf diese YouTube-Inhalte kann ich leider nicht zugreifen.
Ich habe nicht speziell einen YouTube-Link reingegeben, also dass der Inhalt kein gültiger YouTube-Link ist, das kann durchaus sein, aber es liegt nicht an mir. Auch das ist wieder mal bei Gemini leider schief gegangen. Und ja, das waren tatsächlich meine ersten Eindrücke mit Gemini. Ich habe das Ganze dann nochmal probiert, weil manchmal bringt es was bei diesen LLMs einfach nochmal nachzufragen und nochmal zu probieren. Vielleicht war ja irgendwas gerade nicht da. Und siehe da, das neueste Video heißt, ich hatte keine Ahnung, wie kaputt Amazon ist. Und das ist tatsächlich sehr akkurat. So, und dazu eine Sache. Ich habe früher sehr, sehr häufig meine Videos transkribiert. Das heißt, sowohl extra hochgeladen, englische Untertitel als auch deutsche Untertitel. Auf die haben Perplexity und ChatGPT oder SearchGPT zugegriffen, um euch eine Zusammenfassung aus diesen Videos zu geben. Das heißt, da wurden quasi Videoinformationen verarbeitet. Hier habe ich das nicht gemacht. Das heißt, das neueste Video, ich hatte keine Ahnung, wie kaputt Amazon ist, das hatte zu dem Zeitpunkt definitiv keine Untertitel, die ich selber hochgeladen habe. So, und trotzdem, und nochmal ganz kurz hier der Vergleich, es hat das Video gefunden, es hat aber auch eine Zusammenfassung des Videos erstellt, die so nicht, ich wiederhole nochmal, nicht in der Beschreibung drin war. Das heißt für mich, Gemini hat hier mit YouTube kollaboriert und hat rausgefunden, was eigentlich in dem Transkript, das automatisch von YouTube erstellt wurde, drinsteht. Das kann nur Google. Das geht bei den anderen nicht. Google hat so eine Marktmacht, die können das mit YouTube machen, weil YouTube zur selben Firma gehört, während andere Anbieter, ChatGPT, Perplexity, Bing, die können das nicht machen, weil die nicht auf YouTube so zugreifen können, wie Google das kann. So. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr beeindruckend gewesen, aber das ist auch nur eine kurze Zusammenfassung des Videos. Ist ja nicht so weit tragisch, oder? Ich dachte mir dann, fragst du mal im Detail nach, was passiert denn da? Stellt sich raus, es ist sehr, sehr genau. Und wenn ich das so durchlese und euch das Ganze gezeigt hätte, hättet ihr eigentlich keinen Grund mehr, das Video zu gucken, wenn ihr euch das wirklich durchlesen würdet. Oh, warte! Ihr könnt euch ja auch eine Sprachausgabe erstellen, dass ihr es euch einfach anhören könnt. Eine Zusammenfassung von meinem Video. Und natürlich wollte ich dann auch wissen, wie sieht es eigentlich mit meinem neuesten TikTok aus. Auch hier, der Handle war zwar korrekt, aber das neueste TikTok-Video konnte nicht gelesen werden. Also habe ich mir gedacht, Mensch, dann frage ich doch einfach mal, wenn YouTube so gut funktioniert, nach dem neuesten Short auf YouTube von mir. Und es stellt sich raus, auch YouTube Shorts gehen sehr, sehr gut bei Gemini. Gemini fasst euch das Ding zusammen und ihr könnt dann sogar noch Rückfragen stellen und damit weiter interagieren. Und natürlich kann ich dann aber auch tatsächlich nachfragen, wie es mit Nachrichten aussieht und kann dann theoretisch, und das habe ich hier auch tatsächlich getestet, ich kann mit den Nachrichten interagieren und mir die Nachrichten zusammenfassen lassen. Und das wiederum eliminiert so ein bisschen YouTube als Daseinsberechtigung, weil wenn ich einfach erfragen kann, was da drin vorkommt und gerade keine Bilder brauche, beziehungsweise das einfach mit meinen Google Pixel Buds probieren kann oder sprechen kann, die das auch können übrigens, welchen Grund habe ich dann noch, dieses Video zu gucken? Wie funktioniert das Ganze also? Nun, Gemini hat Erweiterungen, also sogenannte Extensions, die mit dem Google Workspace interagieren können, die Google Flüge benutzen können, Google Hotels benutzen können. Ich wusste nicht mal, dass es Google Hotels gibt. YouTube Music benutzen können, das heißt zum Beispiel eben Musik abspielen können, was eher so eine Assistant-Funktion ist. YouTube-Videos analysieren und Fragen beantworten können und Google Maps kann es auch benutzen. Und nutzt dann eben eure speziellen Informationen von eurem Google-Account, um damit zu interagieren. Relevant für uns ist es jetzt nicht unbedingt, wir wollten eigentlich uns über Suchergebnisse unterhalten, aber YouTube als Suchmaschine ist teilweise die zweitmeist genutzte Suchmaschine weltweit gewesen. Das heißt, Google-Suche und YouTube-Suche sind beide extrem wichtig. Und wenn Gemini sowohl mit der Google-Suche als auch mit der YouTube-Suche arbeiten kann, ist das tatsächlich für Informationsbeschaffung ein immenses Plus. Also gerade für Journalisten, wenn man da YouTube-Videos finden kann, die eine Sache belegen, ist das unbezahlbar wichtig. Da noch TikTok rein und ich bin komplett happy, weil TikTok will ich nicht durchgucken müssen. Ich wollte aber trotzdem einmal ganz kurz wissen, wie gut ist denn eigentlich unsere Suche bzw. unsere Workspace-Integration bei Gemini und habe mir mal meine ungelesenen Mails zusammenfassen lassen. Stellt sich raus, Gemini behauptet, ich habe 3 ungelesene Mails in meinem Posteingang. Es sind in Wahrheit zu dem Zeitpunkt 12 gewesen. Sie kamen nicht irgendwie später oder sowas. Die waren schon definitiv da.
Also auch das ist eher nicht so gut gerade. Nun gut, ich wollte dann aber natürlich auch noch testen, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich ein wissenschaftliches Paper mir zusammenfassen lasse. Auch hier habe ich wieder das Pangea-Paper genommen, das ich tatsächlich gerade gelesen habe zu dem Zeitpunkt. Und wollte mal wissen, wie sieht es denn eigentlich mit den Benchmarks aus. Und naja, es stellt sich raus, Gemini behauptet zwar keine Falschinformationen und sagt nicht, dass es irgendwie nicht drin vorkommt, aber es hat halt auch keinen Zugriff auf das Paper. Obwohl es hier oben übrigens mit Google Workspace interagiert. Ich verstehe nicht ganz, warum das passiert ist, aber ich bin mir sicher, irgendjemand in den Kommentaren wird es wissen. Und ja, selbstverständlich, ihr bekommt hier auch einen Aktienkurs als Grafik, wobei ihr den nur leicht seht und ihr müsst extra draufklicken, damit ihr ihn dann doch bei der Google-Suche seht. Und in der Google-Suche ist er dann wieder richtig drin. Also es ist ein bisschen seltsam. Bei Google ist man sich, glaube ich, noch nicht so ganz einig, welchen Stellenwert hat eigentlich Gemini und welchen Stellenwert geben wir der Google-Suche noch und können wir die irgendwie zusammenführen. Das ist irgendwie nicht so ganz klar, glaube ich. Aber insgesamt muss man schon sagen, Gemini ist durch diese YouTube-Integration extrem mächtig. YouTube ist eine wahnsinnig wichtige Suchmaschine. Zusammen mit Google sind das die zwei meistgenutzten Suchmaschinen jahrelang gewesen. Und da jetzt eine Suche zu haben, die mir sogar eine Zusammenfassung vielleicht aus mehreren YouTube-Videos bringt, das ist sehr, sehr spannend. Da bleibt aber noch eine wichtige Sache übrig. Und zwar dieses Jahr noch, und das Jahr geht nicht mehr so lange, dieses Jahr 2024 soll wohl noch ein neues ChatGPT-Modell kommen, also ChatGPT Orion wird es genannt. Das ist nicht so ganz bestätigt worden, aber was bestätigt wurde, ist, dass Gemini ein Update bekommt. Gemini Version 2. Und das bedeutet, die werden besser. Das heißt, vielleicht sind dann diese, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was da passiert, oder Verweigern von Informationen, oder auch diese ganzen Fehler, vielleicht sind die dann eine Sache der Vergangenheit. Und vielleicht können wir dann erwarten, dass die ganzen Funktionen, die aktuell separat sind, also dieses Reasoning-Modell von ChatGPT, das noch keinen Zugriff auf die Suche hat, das aber auch noch keinen Voice-Zugriff zum Beispiel hat, dass das mit reinkommt, dass Videos mit reinkommen in die Suche und wirklich auch verarbeitet werden können, dass wir damit Sprache interagieren können, also nicht mit, ich muss extra den Sprachchat aufmachen und dann geht die Suche nicht mehr, sondern der Sprachchat kann dann auch auf die Suche zugreifen. Vielleicht kommt dann eben auch Bilderkennung noch mit rein von Websites, und vielleicht bekommen wir sogar noch die Code Execution und die GPTs dazu. Das sind alles Features, die aktuell nicht zusammengehen bei ChatGPT. Ich vermute eigentlich, dass sowohl ChatGPT als auch Gemini und vielleicht sogar Perplexity daran arbeiten, dass all diese Features zusammenkommen. Dann haben wir eine Suche, ich kann meinen Voice-Modus benutzen und ich kann gleichzeitig noch Code ausführen, Videos analysieren, YouTube-Videos analysieren und darüber diskutieren mit einem KI-Modell, das echt umfangreiches Wissen hat. Es soll wohl sogar 100-mal mehr sein. Und dann bleibt für mich die Frage, wer erstellt dann eigentlich noch Inhalte? Weil einen Aufstand gibt es jetzt schon durchaus. Wer möchte denn Kontext oder Informationen liefern, der eigentlich nur von einer KI verarbeitet wird? Welcher Journalist liefert dann noch die Inhalte, auf die wir uns verlassen können? Die Times hat tatsächlich schon OpenAI und Microsoft angeklagt deswegen und haben mittlerweile ein Agreement. Es gab noch weitere News-Agenturen, die tatsächlich Perplexity verklagt haben, die Google verklagt haben oder die dann auch ChatGPT verklagt haben. Und es gibt mehrere Paper darüber, wie man in so einer Ökonomie arbeitet, wenn der Content eigentlich für eine KI-Suchmaschine erstellt wird und gar nicht mehr für Menschen. Menschen, den vielleicht gar nicht mehr anschauen, in meinem Fall von YouTube-Videos, oder lesen. Die Krux an der Sache ist nämlich folgende. Es gibt dann auf jeden Fall weniger Creator und weniger Journalisten, weil ich persönlich zum Beispiel keinen Content für eine KI erstellen möchte. Plus die Frage nach meiner Bezahlung ist dann eine ganz, ganz andere. Ich lebe von Werbung, aber eine KI zeigt euch keine Werbung und die Abogebühren, die gehen an Google, ChatGPT oder Perplexity, nicht an die Ersteller vom Content. Auf der anderen Seite ist es ein Vollzeitjob und ich kann den nicht machen, ohne davon Einnahmen zu generieren. Klar. Und auf der anderen Seite wird immer mehr Content auch mit KI erstellt. Also gerade in Richtung von Voice
Sehr, sehr viele Podcasts sind mittlerweile mit KI erstellt worden. Sehr, sehr viele Videos auf TikTok sind mit KI erstellt worden. Weil es ist einfach billiger und schneller, wenn man selber nicht recherchieren muss. Es lässt sich mittlerweile fast komplett automatisch machen, je nachdem, welche Art von Content man macht. So, und wenn wir das nochmal zusammenfassen, heißt das, eine KI verarbeitet Content, der von einer KI erstellt wurde. Dann kann ich eigentlich auch gleich aufhören, so zu tun, als hätte ich echte Quellen und kann einfach den Content direkt von ChatGPT oder Gemini erstellen lassen. Und muss nicht erst so eine Zwischenlösung mit ich referenziere Quellen aus dem Internet erstellen oder benutzen. Weil den Content, den Fakten checkt dann auch niemand mehr. So, und dann sind wir nämlich in einer Post-Truth-Ökonomie. Das heißt einfach, jeder Content wird irgendwie einfach rausgeworfen und man hofft, dass er stimmt. Wenn er nicht stimmt, ist auch okay. Oder aber wir einigen uns darauf, dass wir wertvolle Quellen zitieren. Und apropos Quellen, ihr findet alle Quellen zu diesem Video unten in der Beschreibung. Das Ding ist allerdings, wertvolle Quellen, wer definiert denn, was eine wertvolle Quelle ist? Wir haben da tatsächlich gerade ein sehr, sehr großes Problem, vor allem in der Forschung. Und ich will euch da mal ein paar Quellen nennen, die tatsächlich sagen, ey, in der Wissenschaft gibt es auch schon sehr, sehr viele Paper, die einfach mit ChatGPT erstellt wurden. Und vieles von den Inhalten ist falsch. Damals, also als die Artikel hier geschrieben wurden, 2023, im Januar, war das noch ein sehr, sehr altes KI-Modell. Wir haben seither mehrere Updates bekommen und es ist immer schwerer geworden, den Content wirklich als KI-Content auszumachen. Ich habe nichts dagegen, wenn man ein Paper schreibt und wenn die Informationen in dem Paper von einer KI runtergeschrieben werden, aber die Informationen müssen halt trotzdem noch von einem Mensch kommen. Aber wie verifiziere ich bei einem Paper, dass die Informationen wirklich von einem Menschen sind? Wie verifiziere ich das bei beispielsweise einem Artikel von der Times oder von irgendeinem anderen Journalisten? Das wird ein großes Problem werden. Und was wir bei dieser ganzen Debatte auch immer vergessen, wenn ich irgendjemanden auf Reddit einfach glaube, den ich vielleicht als Quelle finde, das hat nämlich Google-Suche tatsächlich selber bemerkt, dann kann das auch durchaus Falschinformation sein. Also, wie gehen wir damit um? Die Frage ist wohl eine, die uns noch eine Weile beschäftigen wird, aber jetzt dürfen wir uns wahrscheinlich dann erstmal darauf einstellen, dass die nächsten Modelle sich noch deutlich menschlicher anfühlen und noch deutlich mehr Informationen verarbeitet werden können. Und in dem Sinne habe ich eine letzte Sache für euch. Wenn ihr mehr solche Informationen haben wollt, ich habe sehr viele Experimente aktuell am Laufen. Ich schreibe wöchentliche Analysen mit Meinungen, mit Guides, mit Q&A-Sessions und so weiter und so fort. Das findet ihr alles auf Patreon, beziehungsweise auf Instagram findet ihr dann durchaus auch noch andere Experimente. Ich habe tatsächlich gerade ein Podcast-Experiment gestartet, weil ich wissen will, wie gut funktioniert sowas eigentlich. Und ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.